Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Ja, hier ist das Problem gewesen. Wir hatten relativ viel Rohmaterial über. Das sind einfach Reststücke, die sonst in den Abfall wandern würden. Total untypisch für uns. Reststücke sind bei uns sonst deutlich kleiner, also so viel Verschnitt gibt es nirgendwo. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was machen wir damit? So, und dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, wir selber brauchen eigentlich auch noch Sitzbänke, die wir draußen nutzen können, damit unsere Mitarbeiter einfach im Sommer auch mal draußen sitzen können und nicht immer nur im Aufenthaltsraum sitzen. Ja, und so ist die Idee geboren, daraus einfach mal so eine Sitzgarnitur, Tisch- und Sitzgarnitur zu machen. Ähnlich wie man es manchmal von Raststätten oder Parkplätzen kennt. Man sieht hier eigentlich eine Tischplatte, die echt verdammt massiv ist. Ihr seht, da passiert gar nichts mit, wenn ich mich drauf stütze. Das kann man auch deutlich dünner machen. Aber gut, wie gesagt, bevor das Material in den Schrott wandert, wollen wir lieber was Vernünftiges draus bauen. Ja, hier haben sich unsere Leute einige Gedanken gemacht beim Konstruieren und beim Bauen. Man sieht hier, man hat irgendwo vernünftige Winkel, alles auf Gärung geschnitten. Hier sitzen von innen GFK-Kerne drin, typischerweise Platten. Hier sieht man auch, die sind zusammengeklebt. Ja, die müssen auch hier angeschliffen werden, damit die richtig reinpassen. Die sind auch auf dem Gärungsschnitt gemacht, also auf dem richtigen Winkel zugeschnitten. Die kommen da rein, damit man wirklich auch die Bauteile auf diesen Gärungsschnitt zusammenfügen kann. Und ich muss ja irgendwo die Kräfte, die hier auftauchen, auch in den Fuß überleiten. Wenn ich hier einfach nur eine Klebverbindung machen würde, das würde überhaupt nicht halten. Das sieht zwar erstmal aus, als ob es halten würde, tut es aber nicht. Deswegen arbeiten wir an solchen Stellen hier immer mit Kernen aus GFK. Man könnte sich auch sowas einfallen lassen aus Blechen irgendwo, geht sicherlich auch. Gekantete Bleche. Weil man muss hier schon eine anständige Verbindung haben, um das Profil halt über Eck zu kriegen. An den Stellen hier, wo wir Schraubverbindungen haben, kann man sich vorstellen, man hat hier Hohlprofile, hat eine Schraube, die kann man eigentlich anknallen mit einem Schraubenschlüssel und da bringt man wirklich hohe Kräfte auf. Was passiert dann, wenn ich nichts habe? Ich drücke hier die Profilwandungen zusammen und irgendwann fangen die an zu brechen. Um das zu verhindern, gehen wir an solchen Stellen hin, machen hier einen Kern aus PE oder halt aus GFK rein, damit wirklich an den Stellen, wo der Druck auftritt, eigentlich noch ein Gegenpol und eine Gegenkraft da ist. Ne? Damit man wirklich auch mit handelsüblichem Werkzeug die Sachen zusammenknallen kann, ohne da irgendwo einen Drehmomentschlüssel oder sowas zu verwenden. Ne? Hier könnt ihr auch sehen, die Verbindung praktisch zwischen dem Ständerwerk und den Platten hier oben haben wir gemacht über GFK-Winkelleisten hier. Anständig verschraubt. 13er Schraube dürfte das sein, nach oben genauso, sodass man wirklich eine massive Ausführung hat hier. Und man sieht aber auch hier an dieser Stelle im Detail, dass die scharfen Kanten hier alle abgerundet wurden, sodass auch keine Verletzungsgefahr besteht. Hier unten ebenfalls ein PE-Fuß, damit das GFK nicht direkt auf dem Boden steht. Ist einfach so ein bisschen, auch ein Stück weit Deko und Schutz der GFK-Profile. Auch verstiftet. Hier haben wir Schraubverbindungen, an denen Kerne sind. Also wir haben ursprünglich gedacht, der könnte kippen. Aufgrund des Eigengewichtes sieht man, dass der wahrscheinlich nicht kippen wird, selbst wenn wir hier senkrechte Füße hätten. Ist aber auch so ein bisschen mit Design. Ja, und wie man sieht, man kommt vernünftig an diesen Tisch ran. Man kann sich auch nicht so pflegelig hinsetzen, sondern gesittet. Das sieht dann so aus. Hier können locker 4 Leute dran sitzen. Wenn man es übertreibt, sind es vielleicht auch 6. Muss man mal ausprobieren. Man kann sowas sicherlich auch noch, kostengünstiger und mehr als Serienprodukt designen. Aber wir wollen euch hiermit einfach zeigen, wir finden auch für Spezialprobleme eine Lösung. Wir sind aber durchaus auch in der Lage, Seriensachen zu machen und auch Kleinserien abzudecken. Also wenn ihr von diesem Tisch viele 1000 Stück haben wollt, dann ruft uns gerne an. Dann sind wir im Bereich der Serienfertigung. Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie ein Spezialprodukt, was ihr benötigt in eurer Firma oder vielleicht auch mal für privat, dürft ihr uns auch gerne darauf ansprechen. Wir sind zumindest dabei und denken mit,
wie eine Lösung aus GFK aussehen kann. So einen Tisch muss man nicht aus GFK bauen. Wir haben ihn jetzt aus glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen gemacht, aus pultrudierten GFK-Profilen. Einfach weil wir jetzt Reststücke über haben. Aber sowas kann man sich natürlich auch sehr einfach aus Holz bauen, aus Metall oder anderen Werkstoffen. Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert gerne den Kanal, liked den Kanal, kommt gerne mit Fragen über die Kommentarleisten rein. Wir geben uns alle Mühe, das zu beantworten und euch weiterzuhelfen. Auch als Trainingsgerät zu gebrauchen. Arkadius, du musst noch Bier holen.